morning. Guten Morgen. So, Jesus was a perfect example in his radical obedience. Jesus war also ein perfektes Beispiel für radikalen Gehorsam. Look at verse 9. Schau Vers 9 an. Because of that obedience. Wegen dieses Gehorsams. Wow, so obedience has a because. Wow, Gehorsam hat also ein Wegen. That means if Jesus would not have obedience, he would not have been obedient, he would not have experienced what's coming now. Das heißt, wäre Jesus nicht gehorsam gewesen, hätte er nicht erlebt, was danach kommt. Think about this. Überleg mal. Obedient has a reward. Gehorsam hat einen Lohn. So what happened because of the obedience of Jesus? Was geschah also aufgrund des Gehorsams von Jesus? Because of that obedience, God exalted him and multiplied his greatness. Wegen dieses Gehorsams hat Gott ihn erhöht und seine Größe vervielfacht. I'm going to tell you something that you have to, if you're smart, engrave deep in your heart. Ich werde dir nun etwas sagen, das du, wenn du schlau bist, tief in dein Herz eingravierst. In the kingdom of God, the way up is down. Im Reich Gottes führt der Weg nach oben, immer nach unten. If you understand this simple principle, never do you have to exalt yourself. Never, 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 never. Wenn du dieses einfache Prinzip verstehst, musst du dich niemals selbst erhöhen. Absolut niemals. So think about it. Denk mal nach. Why do people have to promote themselves in the kingdom of God or in the Christian world? Warum müssen Leute sich im Reich Gottes oder der christlichen Welt selbst voranbringen? It's because they actually have not believed that the way up is down. Weil sie nicht glauben, dass der Weg nach oben nach unten führt. So once you really understand that the way up is down, you will always try to find the way down because that's how you get up. Sobald du also begreifst, dass der Weg nach oben immer nach unten führt, wirst du immer versuchen, den Weg nach unten zu finden, denn so gelangst du nach oben. So the Bible literally said that Jesus was exalted and it was a response from God to his obedience. Die Bibel sagt, dass Jesus erhöht wurde, was die Antwort Gottes auf seinen Gehorsam war. So my dear friends, Mein lieber Freund, the reward for obedience is so beautiful, der Lohn für Gehorsam ist so herrlich, but because now when God exalts you, you never have to fight for your position. You don't have to defend it anymore. denn wenn Gott dich dann erhöht, musst du nicht mehr um deine Stellung kämpfen und sie verteidigen. Because if God put you there, that means he's going to make sure you remain there. Denn wenn Gott dich dorthin stellt, wird er dafür sorgen, dass du auch dort bleibst. Think about it. Überleg mal. We see so many people falling from high positions in the Christian world. Wir sehen so viele Leute in der christlichen Welt von ihrer hohen Position stürzen. And I ask myself this very simple question. Und mir stellt sich die simple Frage, How can somebody fall from a high position? wie jemand aus einer hohen Stellung fallen kann, It's because they put them there. weil sie sich selbst dorthin befördert haben. If you have been put in a position by God as a result of your obedience and you humbled yourself, Wenn du von Gott an einen bestimmten Platz gestellt wurdest als Folge deines Gehorsams und weil du dich gedemütigt hast, then anybody who challenges your position, you don't even have to think about defending it. dann ist es egal, wer deine Position in Frage stellt. Du musst noch nicht mal darüber nachdenken, sie zu verteidigen. Because it was an effect of the cause, which is you humbled yourself and were obedient. Denn sie ist die Folge dessen, dass du dich gedemütigt hast und gehorsam warst. May the Christian world begin to understand this, and may you begin to understand it. Mögest du und die christliche Welt anfangen, das zu verstehen. You see, your greatness will be multiplied as you learn to walk in humility and obedience. Deine Größe wird vervielfacht, wenn du lernst, in Demut und Gehorsam zu leben. He has now been given the greatest of all names. Ihm wurde nun der höchste aller Namen gegeben. What I find fascinating in this statement, Mich fasziniert an dieser Aussage, that Jesus has not been given the greatest name, the name above all names, dass Jesus nicht der höchste Name, der Name über alle Namen gegeben wurde, because he's God. weil er Gott ist. He was given it as a consequence or as a response to his own obedience. Es wurde ihm als Folge und Reaktion für seinen Gehorsam gegeben. So what would happen if you would understand the way up in the kingdom is always down? Was wäre also, wenn du verstehen würdest, dass im Reich Gottes der Weg nach oben immer nach unten führt? And the way up is down. Der Weg hoch führt hinunter. He who exalts himself shall be humiliated, Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. but he who humbles himself shall be exalted. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.
You know, once I understood this, I said, I never want to put myself in a position. No, thank you. Als ich das begriff, beschloss ich, mich niemals selbst in eine Position zu bringen. Nein, danke. I've seen so many people in the kingdom. First of all, when they finally got the position they wanted, Ich habe schon so viele Leute im Reich Gottes gesehen, die erstens, wenn sie die Position erhalten haben, die sie wollten, it was very stressful for them to defend that position. es für sie sehr stressig war, diese zu verteidigen. I don't want that kind of stress. Diesen Stress will ich nicht. Really don't. Wirklich nicht. But on the other hand, I saw also something else. Andererseits sah ich noch etwas anderes. When they finally got that position and fought themselves to that position, Wenn sie sich schließlich diese Position erkämpft hatten, they fell from that position which they fought so hard for. fielen sie wieder daraus, obwohl sie so hart dafür gekämpft hatten. I don't want it either. Das möchte ich auch nicht. So if I want to be exalted, Wenn du also erhöht werden möchtest, I have to walk in total obedience and humble myself. musst du in völligem Gehorsam leben und dich selbst demütigen. Then it is God himself who will exalt you. Dann wird Gott dich erhöhen. You see, because that's how Jesus Christ modeled it for us. Denn so hat Jesus es uns vorgelebt. Since we are in Christ, we have to learn to live how Christ lived. Da wir in Christus sind, müssen wir lernen, so zu leben wie er. You know, when the Bible says that he has now been given the greatest name of all names, Die Bibel sagt, dass ihm nun der Name über alle Namen gegeben ist. I remember when I had a powerful encounter with God. Ich erinnere mich an eine kraftvolle Begegnung mit Gott. I think we planted 2 or 3 churches in Austria, Ich glaube, wir hatten 2 oder 3 Gemeinden in Österreich gegründet. and things were growing and everybody was excited. Alles wuchs und jeder war begeistert. And God said to me, Und Gott sprach zu mir, Reinhard, Reinhard, never yield to the temptation gib niemals der Versuchung nach, to build churches, to build a ministry, to build a denomination, Gemeinden, einen Dienst oder eine Denomination aufzubauen, like a tower where you on top put your own names. wie einen Turm, auf den du dann eure Namen oben drauf schreibst. Because if you will, what will happen to you is what happened to the Tower of Babel. Denn wenn du das tust, wird dir das Gleiche widerfahren wie dem Turm von Babel. What you do is in humility, you build a place of habitation for my presence. Baue stattdessen in Demut eine Wohnstätte für meine Gegenwart. You know, guys, I have a deep conviction that I carry in my heart Ich trage eine tiefe Überzeugung in meinem Herzen, that in the next year, we're going to see a lot of self-exalted ministries to be brought down. dass wir im kommenden Jahr sehen werden, wie viele selbst errichtete Dienste zusammenbrechen werden. And we're going to see a lot of self-humbled ministries to be exalted. Und viele Dienste, die sich selbst erniedrigt haben, werden erhöht. And it's going to be done by God. Und Gott wird das tun. So Jesus received the greatest name as a result of his own humbling himself. Jesus empfing also den höchsten Namen als Resultat, dass er sich selbst gedemütigt hat. And you know, the crazy thing is this. Und das Verrückte ist, If you truly humble yourself and walk in obedience, you don't even care if you're exalted or not. wenn du dich wirklich demütigst und im Gehorsam lebst, dann ist es dir egal, ob du erhöht wirst oder nicht. So you will probably be the one who has the most surprise. What? How did God put me here? Du wirst also vermutlich am meisten überrascht sein und sagen, wow, wie hat Gott mich denn hierher gebracht? That's the secret to true fulfilled Christian life. Das ist das Geheimnis eines wirklich erfüllten Christenlebens. See you guys tomorrow. Bis morgen.